Die Garmin Instinct 2X rundet mit seiner Größe von 50 mm das Line-Up der Instinct-Reihe neben der Instinct 2S mit 40 mm und die Standardversion mit 45 mm ab. Ein Hauptmerkmal der Instinct-Reihe ist das schlicht und einfach gehaltene Display und die daraus resultierende sehr gute Akkulaufzeit. Die Uhr habe ich nun mehrere Wochen ausgiebig in der Praxis getestet und ich möchte euch dabei meine Erfahrung in diesem Test wiedergeben. Aus Transparenzgründen möchte ich euch darauf hinweisen, dass Garmin diese Uhr ohne Auflagen zur Verfügung gestellt hat. Wie schon erwähnt, erscheint die 67 Gramm schwere Garmin Instinct 2X sowohl in der Standard- als auch in der Tactical-Variante. Letzteres hat eine Option für ein Nachtsichtgerät, einen GPS-Tarnmodus, einen Ballistikrechner und eine Killswitch-Option, mit welcher ihr instant alle Daten auf der Uhr löschen könnt. Das heißt, die Tactical-Variante richtet sich hierbei mehr für die Nutzung im militärischen Bereich. Wenn wir die Uhr von außen betrachten, fällt neben der größeren Größe gegenüber der Instinct 2 die verbaute Taschenlampe auf. Während die Instinct 2 noch das Ganze über das Display gelöst hatte, bekommen wir nun bei der Instinct 2X eine externe LED-Taschenlampe spendiert. Diese hat die Möglichkeit, sowohl Weißlicht als auch Rotlicht abzugeben. Beim Weißlicht habt ihr dabei 4 verschiedene Helligkeitsstufen. Dabei leuchtet die Taschenlampe so gut aus, dass ihr diese auch zur Not bei einer Wanderung in die Nacht nutzen könnt. Ebenfalls habt ihr auch die Option, ein Stroboskop oder ein Hilfecode zu morsen. Beim Display haben wir wie in der Instinct-Reihe gewohnt ein in 2 Teile geteiltes Schwarz-Weiß-Display mit einer Auflösung von 176 x 176 Pixel. Das Display der Instinct 2X selbst ist in der Dunkelheit nochmal heller als das der normalen Instinct 2 und gerade in der Sonne spielt es hier seine Stärken aus. Es ist dabei nochmal besser abzulesen wie etwa bei der Fenix 7. Umringt wird das Display mit einem Solarpanel. Beim Displayglas selbst kommt das sogenannte Powerglas zum Einsatz. Neben dem normalen Solarpanel, die man hier bräunlich am Rand erkennen kann, bietet das Powerglas darüber hinaus nochmal die Option, Energie zu gewinnen. Dies ist zwar nicht so effizient wie bei dem Solarpanel selbst, es wird aber dadurch eine etwa 50% mehr Energiegewinnung gegenüber der Instinct 2 in der Sonne erreicht. Schutz erhält das Powerglas durch das leicht angehobene Gehäuse. Die Steuerung des Menüs erfolgt über 3 Tasten links und 2 Tasten rechts. Dabei geben die Tasten im Gegensatz zu den anderen Garmin-Uhren hier ein kleines Klickgeräusch von sich. Ein Touch-Display ist an dieser Stelle hier nicht verbaut. Was die Konnektivität angeht, haben wir die Möglichkeit über ANT Plus oder Bluetooth, Brustgurte oder fürs Fahrrad Wattpedale, Geschwindigkeitssensoren, Trittfrequenzsensoren zu verbinden. Den Stride Footbot kann man ebenfalls verwenden, nur die Stride Workout App selbst ist momentan hier noch nicht im Garmin Connect IQ Store zu finden. Was die Software angeht, so haben wir, wie auch schon bei der Instinct 2, wieder mit Abstürzen, Übersetzungsfehlern, langen Speicherzeiten und auch ruckelnden Menüs zu kämpfen. Gerade wenn man die Navigation nutzt, kann man fast schon davon ausgehen, dass die Uhr mindestens einmal von sich aus neu startet. Die Aktivität wird dann zwar weitergeführt, auch die Zeit von GPS-Daten gehen nicht verloren, nervig ist es aber dennoch. Ich habe etwa bei der Navigation auch eine Pace Pro Strategie hinterlegt, diese wurde dann nach dem Absturz der Uhr hier leider beendet. Ich möchte an dieser Stelle aber erwähnen, dass ich bis dato die Release-Version genutzt habe, das heißt, ich habe keine Beta-Version oder andere Version hier auf der Uhr getestet bzw. ausprobiert. Ebenfalls gibt es teilweise fehlende Übersetzung oder wie man Laufprognosen sieht, werden zum Beispiel beim Halbmarathon oder beim Marathon das Ganze hier in Meilen angezeigt. Ebenfalls sind die Speicherzeiten nach den Aktivitäten ungewöhnlich hoch. Ich blende das Ganze hier mal in Echtzeit ein. Das ist insgesamt alles nichts Schlimmes, aber bei einer 450 € teuren Uhr sollten solche Fehler hier nicht mehr auftreten. Zumal ich diese Bugs schon bei der Instinct 2 in der Standardversion hatte. Da dies aber alles getriebene Softwarefehler sind, kann man ja hoffen, dass das Ganze nochmal über Updates behoben wird. Was die verbauten Sensoren angeht, so haben wir hier einen barometrischen Höhenmesser mit einer Unwetterwarnung, einen Kompass und einen Temperatursensor verbaut. Wie bei allen neueren Garmin-Uhren haben wir auch hier wieder einen optischen Herzfrequenzsensor für die Messung der 24/7 Herzfrequenz als auch die Herzfrequenzvariabilität über die Nacht dabei. Darüber hinaus bietet dieses auch eine Messung des Blutsauerstoffs. Wenn wir uns nun die Daten des optischen Herzfrequenzsensors genauer anschauen, überzeugt dieser hier beim Radfahren und Laufen. Hier habe ich Workouts herausgesucht, bei denen ich hauptsächlich gefilmt habe. Das heißt, ich bin hier losgelaufen, bin gestanden, habe gefilmt, bin wieder losgelaufen und so weiter. Dabei werden die Verläufe zwischen einem optischen Herzfrequenzsensor und einem Brustgurt wirklich sehr gut wiedergegeben. Ein Brustgurt empfiehlt sich dabei für alle, die Kraftsport betreiben, da gerade der Sensor hier bei diesen Bewegungen manchmal Probleme hat und es zu Messfehlern kommen kann. Ebenfalls für alle, die in Richtung Leistungssport gehen, hier auch ein Brustgurt von Garmin interessant.
Ein Garmin HRM Pro bzw. Plusgurt bieten hier mehr Laufeffizienzwerte wie etwa vertikales Verhältnis, die Laufbalance, die vertikale Bewegung und die Bodenkontaktzeit an. Anders als bei der Garmin Forerunner 265 bzw. 965 bietet die neue Garmin Instinct 2X zum aktuellen Zeitpunkt diese gemessenen Werte noch nicht nativ auf der Uhr an. Beim Thema Akkulaufzeit weiß die Garmin Instinct 2X wirklich zu überzeugen. Alleine schon durch das anfangs erwähnte Solarpanel und die Effizienz des einfach gehaltenen Displays kommen wir hier auf wirklich lange Laufzeiten. So komme ich bei einer 24/7 Messung der Herzfrequenz und des Blutsauerstoffs und bei 3 Workouts in der Woche grob einer Stunde im Multiband-GPS auf gerade mal einen Verbrauch von 0,36% pro Stunde. Zum Vergleich bei der Phoenix 7 war das etwa 0,5 bis 0,7% und bei der Forerunner 965 war das Ganze hier über 1% pro Stunde. Das heißt, bei meinem Nutzungsverhalten komme ich hier auf knapp 12 Tage Laufzeit. Die Laufzeiten sind natürlich auch stark davon abhängig, wie viel Solareinspeisung man hat. Gerade hier gibt Garmin Aktivitätstracking im GPS-Modus aller Systeme bis zu 65 Stunden Laufzeit an. Ich bin bei meinem Test mit Multiband-GPS, also das beste GPS, was die Uhr zu bieten hat, auf rund 25 Stunden Laufzeit gekommen, während die Aufzeichnung mit allen GPS-Systemen etwa 34 Stunden erreicht hat. Ihr habt aber auch bei der Garmin Instinct 2X die Möglichkeit, einen Expeditionsmodus durchzuführen. Dieser zeichnet dann einmal die Stunde einen GPS-Standort auf. So gibt Garmin hier eine Laufzeit bis zu 60 Tagen in diesem Modus an. Kurzum, bei der Instinct 2X spielt die Akkulaufzeit hier keine Rolle. Hier ist eher die Frage, das Ladekabel dahin zu legen, wo man es schnell wieder findet, falls man es braucht. Bei den Widgets haben wir auch bei der Garmin Instinct 2X wieder das Wetter mit seinen Prognosen, sowohl für die nächsten Stunden als auch für die nächsten Tage. Fehlen darf natürlich auch nicht der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang mit seinen Dämmerungszeiten. Was wir jetzt nativ bekommen, sind auch die Mondphasen. So habt ihr direkt auf einen Blick, ob der Mond zunehmend oder abnehmend ist. Darüber hinaus sind auch wieder viele Fitnessfunktionen wie ein Schrittzähler, ein Etagenzähler, ein Kalorienmesser, als auch die Stressmessung mit der damit verbundenen Garmin Body Battery enthalten. Das für die Regeneration wichtige Schlaftracking mit dem angebundenen Herzfrequenz-Variabilitätsmessung bietet euch ebenfalls die Möglichkeit einer Auswertung. Dabei wird die täglich gemessene Herzfrequenzvariabilität individuell für euch in einer Grafik ausgewertet, ob die letzte Nacht für euch gut oder schlecht war. Das heißt, wie gut konnte sich dein Körper in der Nacht wirklich erholen, bzw. bist du bereit für ein nächstes Workout. Das Schlaftracking selbst ist und bleibt immer noch eine Baustelle von Garmin. So findet der Algorithmus zwar immer besser die Schlaf- bzw. Aufwachzeiten, aber gerade bei Aufwachphasen liegt das Ganze nochmal 10 bis 15 Minuten daneben. Für die grobe Orientierung und die Verwendung der Sportwidgets ist das aber ausreichend, weil wenn ihr eine schlechte Nacht habt, bei der ihr vielleicht nur 5 Stunden geschlafen habt, ist der Unterschied, ob es dann 5 Stunden 5 oder 5 Stunden 10 sind, auch nicht mehr entscheidend. Bei den Sportwidgets haben wir auch bei der Garmin Instinct 2X eine Übersicht unserer VO2 Max, sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren. Letzteres benötigt aber ein Leistungsmesser am Rad. Darüber hinaus bekommt ihr eine Übersicht über eure Laktatschwelle und eine Prognose eurer Laufleistung für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Auch das neue aufgeräumte Trainingszustand-Widget hat seinen Weg auf den Garmin Instinct 2X gefunden. Dieses zeigt euch auf einen Blick an, ob ihr gerade eure Form aufbaut, abbaut, erholt oder sogar übertrainiert seid. Neben dem Trainingsload, der VO2 Max, der Herzfrequenzvariabilität als auch die Erholung sind weitere Einflussfaktoren die Höhenakklimatisierung und die Hitzeakklimatisierung, welche ab 21 Grad aktiv wird. Das heißt also, wie gut ist euer Körper dem Umfeld angepasst. Was wir hier an dieser Stelle nicht bekommen, was wir aber zum Beispiel von der Phoenix 7 kennen, ist der Belastungsfokus, also wie ausgeglichen euer Training insgesamt ist. Intern wird die Uhr das wohl errechnen, weil sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen bekommt ihr auf der Garmin Instinct 2X tägliche Trainingsvorschläge angezeigt, um hier eure Leistung weiter auszubauen. Einer meiner Lieblingswidgets bei der neuen Garmin-Uhrengeneration ist das Trainingsbereitschafts-Widget. Ebenfalls finden wir auch hier diese auf der neuen Garmin Instinct 2X. Im Prinzip ist das ein Widget, was euch auf einen Blick anzeigt, ob ihr erholt genug seid für ein nächstes Workout. Dabei bewegt sich die Skala von 0, also man kann sagen von total zerstört, bis 100, also sehr gut erholt und bereit für ein schweres Training anzugehen. Einflussfaktoren sind dabei der Schlaf, die Erholungszeit, die Herzfrequenzvariabilität und die aktuelle Belastung, also das Trainingsload. Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass diese Angaben doch immer sehr zutreffend waren. Gerade für Anfänger, die vielleicht noch nicht wissen, wann sie wieder trainieren sollen, ist dieses Widget ein guter Start in den Sport. Was ich aber leider auf der Instinct 2X vermisse, ist das Wettkampf-Widget,
welche euch die Möglichkeit gibt, mit einem angepassten Trainingsplan eure Ziele für ein kommendes Wettkampf zu erreichen. Gerade auf den günstigeren Forerunner 255 bzw. 265 bekommen wir dieses Widget angeboten. Daher wäre es schön, wenn wir das Ganze hier auf der Garmin Instinct 2X hier sehen würden. Stichwort Sport führt uns dann auch zu den vorhandenen Sportaktivitäten, die ich dir an dieser Seite mal einblende. Hierbei bekommen wir eine Neuerung, das ist das Extrem-Hindernislauf. Gerade für Leute, die einen Strong Viking oder wie auch ich schon mal einen Muddiator besuchen, bekommen wir hier eine neue Aktivität spendiert. Diese Läufe bestehen zumeist aus Laufeinheiten und Hindernissen. Sobald ihr ein Hindernis erreicht, könnt ihr in der Aktivität hier die Rundentaste drücken und das Hindernis durchführen. Dabei wird der Lauf an sich pausiert. Wenn das Hindernis dann durchgeführt wurde, könnt ihr dann wieder erneut die Labtaste bzw. die Rundentaste drücken und der Lauf wird weitergeführt. Das heißt, der Lauf wird so in Segmente eingeteilt. Das Gute daran ist aber nun, wenn ihr mehr Runden laufen müsst, merkt sich die Uhr die Hindernisse und trackt diese automatisch. Leider konnte ich das mangels Teilnahme bei einem Hindernislauf aktuell mit dieser Uhr nicht testen. Darüber hinaus habt ihr beim klassischen Laufen auch die Möglichkeit, einen Pace-Pro-Plan zu hinterlegen. Das heißt, die Uhr hilft euch dabei, beim Wettkampf euer Ziel zu erreichen. Ebenfalls bekommen wir nun auch auf der Garmin Instinct 2X die Wattmessung am Handgelenk als auch die angepasste Pace am Berg. Letzteres berechnet die Uhr anhand der Steigung und der aktuellen Pace, wie das Pendant auf einer geraden Fläche wäre. Das soll euch dabei helfen, am Berg nicht zu überpacen. Interessantes Gimmick bei den Instinct-Uhren ist auch die Berechnung der Fläche. Ihr könnt dabei die Flächenberechnung bei der Aktivität starten und hier eine Fläche ablaufen, die dann entsprechend berechnet werden soll. Das Ganze geht aber nur hier in Verbindung mit einem GPS-Signal. Wie schon am Anfang angesprochen, bietet die Garmin Instinct 2X die Option hier eine Streckennavigation wie zum Beispiel beim Wandern, Radfahren, Trailrunning oder klassischem Laufen durchzuführen. Die Navigation selbst läuft hierbei über eine klassische Krümelnavigation ohne Karte. Ihr bekommt dabei etwa 40 Meter vor der Abbiegung ein akustisches Signal als auch eine Vibration aufs Handgelenk. Ebenfalls könnt ihr euch in Garmin Connect auch Wegpunkte wie etwa eine Wasserstation, einen Brunnen oder Übernachtungsmöglichkeiten anlegen und während der Navigation anzeigen lassen. Leider ist es auch wie bei der Garmin Instinct 2, dass die Garmin Instinct 2X so manche Abbiegehinweise verschluckt bzw. nicht anzeigt. Man kann so grob sagen, dass etwa 5-7% der Hinweise hier nicht beim Test angezeigt worden sind. Die Uhr selbst reagiert aber innerhalb von 20 Metern mit einem Hinweis, dass man von der Strecke abgekommen ist und das Ganze ist dann auch hier tatsächlich zuverlässig. Was ein wenig bitter aufstößt und vermutlich für manchen Marathon- und Ultraläufer interessant sein dürfte, sind die stark begrenzten Anzahl von Wegpunkte, die eine Strecke haben darf. So könnt ihr auf der Instinct 2X gerade mal 50 Wegpunkte anlegen, während es zum Beispiel bei der Fenix 7 200 Wegpunkte sind. Wieso Garmin hier am Speicher spart, ist fraglich, man kann also nur hoffen, dass hier das Ganze mit einem Update behoben wird. Als Workaround kann ich euch mitgeben, dass ihr eure Strecken in kleinere Parts mit unter 50 Wegpunkten anlegt und diese während der Aktivität nach und nach auswählt. Das ist an dieser Stelle ohne Probleme möglich und so bekommt ihr auch längere navigierte Touren an einem Stück. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch die GPS-Messung. So bietet die Garmin Instinct 2X die Möglichkeit, einen Ultra-Track mit wenig GPS-Daten und bester Akkulaufzeit oder nur GPS-Daten aufzuzeichnen. Darüber hinaus haben wir noch die Option, alle Systeme, also GLONASS, Galileo und GPS oder das Multiband-GPS zu nutzen. Letzteres bietet gerade in den Bergen und im Wald eine optimale Standortermittlung. Was ich hier leider bei einer auf Akkulaufzeit optimierten Uhr vermisse, ist die sogenannte automatische Auswahl bzw. das SatIQ. Bei dieser Option entscheidet die Uhr anhand der Satellitensignalstärke, welche der genannten GPS-Option verwendet werden muss, um eine perfekte Aufzeichnung aufzuzeichnen. Gerade wenn man im freien Gelände ist, benötigt man im Normalfall eigentlich nicht das akkuhungrige Multiband. Im SatIQ-Modus wird die Uhr das erkennen und in die stromsparende Option wechseln. Insgesamt bin ich mit der Aufzeichnung sehr zufrieden. Sowohl im Freigelände als auch im Wald bekommen wir hier eine exakte Aufzeichnung geboten. Ausreißer, wie wir sie damals noch bei der Fenix 6 hatten, finden wir sowohl im Multiband als auch bei allen Systemen nicht mehr. Dann möchte ich aber zu meinem Fazit der Garmin Instinct 2X kommen. Wenn ihr eine Uhr sucht, welche mit einer der besten Akkulaufzeiten bei Garmin-Uhren bietet und ihr bei einer Instinct-Uhr auch eine hervorragende Taschenlampe nutzen möchtet, das minimalistische Design euch gefällt, kommt ihr an der Instinct 2X nicht vorbei. Wenn euer Fokus aber mehr auf Navigation liegt, so würde ich euch eher zu einer Fenix 7 raten, welche hier und da auch schon im Angebot ist. Gerade die Abstürze sind hier kein Einzelfall und es trübt auch wirklich den Spaß bei der Aktivität.
Ja, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck geben, was die Garmin Instinct 2X angeht. Wenn dich noch mehr zum Thema und alle Funktionalitäten der Uhr interessiert, ich verlinke dir hier oben mal das Video, da habe ich das alles mal hier ausführlich vorgestellt. Wenn du noch mehr um das Thema Garmin sehen möchtest, ich verlinke dir oben meine Playlist rund um Garmin, da kannst du auch nochmal reinschauen, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch meine Best-of-Playlist meines Kanals hier unten. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.